So, guten Morgen. Guten Morgen. Heute sind wir auf dem Start zu einer mehrtägigen Tour. Ja, zunächst wollen wir den Rhein-Rhone-Kanal Richtung Süden, so ungefähr bis Neuenburg. Dann werden wir auf der deutschen Seite erstmal ins Markgräflerland fahren, also so Richtung Heitersheim, dann Staufen. Ja, und dann an den Kaiserstuhl von dort aus und eventuell Kaiserstuhl umrunden, das wissen wir aber noch nicht genau. Ja, und von dort geht es dann wieder Richtung Norden auf dem Rheinradweg. So ist, was wir vorhaben. Ja, das Wetter ist im Moment noch bedeckt, soll aber die Tage immer besser werden, so dass wir wahrscheinlich die nächsten Tage auch schön warm haben. Okay, dann bis später. Bis später. So, sind wir über Rhein und sind jetzt in Frankreich. So, hier sind die einzelnen Planetenabstände ja, dargestellt. Da kann man dann entlang laufen. Ja, eine schöne Sache, dass die Franzosen hier gemacht haben. Die Abstände der einzelnen Schilder bedeutet die Abstände im Sonnensystem. Und hier ist dann das letzte Schild, der Neptun. So, jetzt haben wir den Rhein-Rhone-Kanal in Straßburg erreicht. Das ist gleichzeitig der französische Eurovelo 15. Ja, hier sind auch ein paar Leute, die morgens schon mal Sport machen. Ja, dafür ist es natürlich auch schön in Straßburg mit den ganzen Kanälen. So, und für uns geht es jetzt auf dem Rhein-Rhone-Kanal ein ganzes Stück weiter.
Jetzt haben wir gerade die Abzweigung Richtung Eschau und dem Rheinübergang nach Deutschland passiert, wo wir vor einem halben Jahr, also Anfang des Jahres, eine Tour gemacht haben, eben genau in die andere Richtung. Ja, wir befahren hier den alten Teil des Rhein-Rhone-Kanals, der im letzten Jahrhundert stillgelegt wurde. Also teilweise wird er noch beschifft, eben genau diese Strecke hier wird noch beschifft, ist aber auch abgelöst vom Rhein-Seitenkanal, der direkt am Rhein entlang führt. Und gebaut wurde der Rhein-Rhone-Kanal im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen und geht von Straßburg bis zur Saun. Und die wiederum mündet mündet bei Lyon in die Rhone. Und Ziel war einfach ein Binnenschiffweg zu haben von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Und es ist wirklich äußerst schön hier. Man kann da vor sich hin radeln und jetzt sind wir direkt am Kanal. Es ist wirklich eine ganz tolle Strecke. Ja, hier riecht es gerade etwas merkwürdig. Keine Ahnung, was die hier rechts lagern, aber es fault. Riecht ziemlich modrig. Aber gut, es ist erträglich. Ja, müssen wir mal schauen zu Hause, ob das eine Biogasanlage oder sowas ist. Es riecht ziemlich streng, entspricht. Und das ist auch so eine Anlage. Vesperplätze gibt es auch überall. Man wird auch überall immer mal wieder informiert über in der Gegend befindliche Campingplätze, auf welcher D-Straße man ist oder welche man gerade unterquert. Ist wirklich toll ausgebaut. Am Anfang war der Weg durch die Baumwurzeln etwas holprig bei Straßburg, aber inzwischen ist es wirklich prima zu fahren. Und ja, macht Spaß. Bis Colmar haben wir also noch 50 Kilometer. Das passt.
So, jetzt geht es auf der anderen Seite des Kanals weiter. Ja, jetzt haben wir gerade den Europapark passiert, also beziehungsweise auf französischer Seite, auf Höhe des Europaparks. Und ja, jetzt geht's weiter. Ja, eine Nutria-Familie beim zweiten Frühstück. Ja, wir sind jetzt auf der Höhe vom Taubergießen, also dem Naturschutzgebiet bei Rust. Und auch hier ist es wirklich nicht schlechter. Also man kann ruhig auch mal auf die andere Seite rüberfahren und sich die Natur hier anschauen. Ja, ab Rinau beginnt dann der nicht mehr schiffbare Teil des alten Rhein-Rhone-Kanals. Da sind wir jetzt. Bonjour. Und ja, entsprechend sieht es naturbelassen aus. Was ganz toll ist, auf der ganzen Strecke ist immer wieder angezeigt, wo es ja, Campingplätze gibt, Essensmöglichkeiten, Fahrrad, Reparaturwerkstätten. Das ist wirklich toll erschlossen und eine tolle Sache, haben sich viel Mühe gegeben und das ist auch sehr gut geworden, dieser Radweg. Ja, was auffällt hier in der Gegend, ist kaum noch jemand unterwegs auf dem Radweg. Ganz wenige Radfahrer, Angler sieht man ab und zu, die hier am Kanal stehen. Und ansonsten ist es wirklich absolut ruhiges Fahren. Was hier bestimmt auch sehr schön ist, ist eine Paddeltour. Weil ich habe jetzt noch kein Hindernis gesehen, das man nicht hätte paddeln können. Geht halt auch immer geradeaus, aber man hat doch sehr viel Natur um sich herum. Der Weg ist nach wie vor so gut wie gar nicht befahren, der Radweg. Wir sind bestimmt seit einer halben Stunde oder so niemandem mehr begegnet. Ja, sehr schön. Sieht man wahrscheinlich jetzt nicht hier auf der Actioncam, aber die Felder hier werden inzwischen bewässert. Also wir haben Ende Mai. Das geht aber früh los. Ja, wir sind jetzt bei Markholzheim. Hier war jetzt gerade ein Schild, das besagt, dass die Strecke hier direkt am Kanal weiter jetzt mal so auf 5 Kilometer unbefestigt ist. Und haben auch gleich eine Alternativroute angegeben, die auch nicht viel weiter ist, aber wir fahren jetzt hier trotzdem mal weiter. Da geht's weiter.
stehen überall solche alten Bäume, die ganze Strecke durch. Das gibt ein sehr schönes Flair. Und ja, sehr schön. Ahorn und Kastanien habe ich jetzt gesehen. Ah, okay, weiter geht's. Ja, wir biegen jetzt vom Kanal ein Stück ab. Mal schauen, ob das auf der Straße entlang geht. Werden wir sehen. So, jetzt haben wir erstmal Arzenheim passiert und ja, jetzt geht's weiter. Ja, das ist jetzt auch mal eine Variante. Wir fahren hier auf dem asphaltierten Radweg und daneben, weiß nicht, ob man es hinter dem Gras sieht, ist der Landwirtschaftsweg. So ist Platz für jeden. Ja, da hinten ist das Kernkraftwerk Fessenheim. Diesen Tage sind auch gezählt. Altersbedingt. So, jetzt verlassen wir Fessenheim. Ja, es ist ein netter Ort, aber nichts Besonderes. Aber schön ruhig und grün. Und haben jetzt gerade unsere 100 Kilometer erreicht. Und haben jetzt noch etwa 10 Kilometer, bis wir abzweigen Richtung Deutschland. So, wo geht es weiter? Das Wetter ist prächtig, Sonne, angenehm temperiert, prima. Da hinten haben wir das Kernkraftwerk wieder. Ja, hier gibt es immer wieder solche Rastplätze und eben Wassertürme. Und an diesen Wassertürmen findet man häufig auch Trinkwasser. Ja, genau. Und genauso ist es hier, da gibt es Trinkwasser, wo man sich kostenlos versorgen kann. Prima. So, wir sind jetzt abgebogen in Banzenheim und nähern uns jetzt dem Rhein, beziehungsweise dem Rheinübergang und schauen uns dann mal nach dem Campingplatz um. Ja, ist nach wie vor warm, super Radwege, gut zu fahren, in den Ortschaften manchmal auf der Straße, aber es war auch kein Problem. Klappt wunderbar. Wir sind jetzt bei, ich schätze mal, 115 Kilometern. Und kommen insgesamt vielleicht auf 120. So, wir sind jetzt über die Grenze wieder in Deutschland angekommen. Es ist gerade ziemlich viel Verkehr hier. Und
Stehen jetzt im Weg rum. Und suchen jetzt erstmal den Campingplatz. Jetzt melden wir uns noch mal, bevor wir endgültig den Tag beschließen. Also es war heute eine tolle Tour. Wir sind erstmal den Rhein-Rhone-Kanal entlang gefahren und dann Fortsetzung war dann praktisch der Eurovelo 15 auf der französischen Seite. Und ja, die Wege sind einfach super zu fahren. Es geht immer geradeaus, also man hat wirklich sehr gerade Wege. Überwiegend, ja. Bis auf 5 Kilometer hatten wir asphaltierte Wege. Ja, und das von insgesamt 118 Kilometer, die wir heute gefahren sind. Ja, landschaftlich ist es schön und sehr schön angelegt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Wetter hat gepasst, war mal bewölkt oder so, aber wir hatten keinen Regen. War also auch super. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen gekocht, geduscht und jetzt beenden wir den Tag. Okay, dann bis morgen. Schlaft gut. Bis morgen.